Super. Hallo, Vera Sophie. Hallo Ursula. Ich freue mich sehr jetzt auch wieder auf deinen Lessonplan. Du bist auch Teil des österreichischen Teams im Lehre-Projekt und vielleicht stellst du dich zu Beginn einfach einmal kurz vor. Sehr gerne. Also, mein Name ist Vera Sophie Horvath. Ich habe ursprünglich Italienisch, Psychologie und Philosophie an der Uni Wien studiert und habe auch eine Zusatzausbildung als Erweiterungsstudium in der inklusiven Pädagogik, wodurch ich jetzt auch als Inklusionspädagogin an einer öffentlichen Wiener Mittelschule tätig bin und nebenbei auch Fächer wie Geografie, Geschichte, Deutsch, bildnerische Erziehung und auch Turnen als reguläre Mittelschullehrerin unterrichte. Sehr, sehr bunt und gleichzeitig, glaube ich, unglaublich wichtig auch, gerade auch mit diesem Bereich Psychologie. Genau, ja. Und nebenbei bin ich eben als Inklusionslehrerin für Kinder mit Förderbedarf zuständig und würde so die Inklusion unterschiedlichster Merkmale, die Kinder mit sich bringen, als meinen Hauptaspekt in der Arbeit bezeichnen. Genau. Sehr schön. Wir freuen uns sehr auf deine jetzt Präsentation und auch darauf, wie du aus deiner Perspektive language-friendly Pedagogy vorstellen willst. Maybe you've been there. You would like to introduce your students to the topic of human rights, but you are a little overwhelmed with the amount of content and weight of the words that you become a little insecure on how to tackle this topic in a worthy yet simple way. Well, I've been there, which is why I created the language-friendly human rights starter kit. It is a language-friendly, modular introduction to the Declaration of Human Rights, based on the principles of multimodality, the reduction of language demand, the appreciation of multilingualism, not only because it should be appreciated in every lesson, but also to create awareness for the universality of the topic explored in a digital and peer-supported setting. Students get to simplify the single articles of the Human Rights Declaration themselves by detecting keywords and working further along with those and getting creative using icons or different languages to gain a simplified yet multimodal understanding, which is further enhanced by the peer support to ultimately understand the impact of the human rights on our everyday lives. All those activities are considered in the final project, which is to create a declaration of a human classroom that later on can be translated by mother tongue expert groups. Since all the activities are recorded in this portfolio, students can take it home with them to talk to their parents about it and to connect on the topic with them as well. Since the starter kit is a modular system, you as a teacher get to choose which modules you would like to work on with your students after having detected and collected the keywords. The activities are suitable for your learners aged 12 years and older, and classes of all sizes, as well as different subjects such as history, arts, and many more. Language rights are human rights, which is where we've come full circle on the purpose of this portfolio, where students are given the possibility to claim this right on different levels. I, Vera Sophie, hope you and your students enjoy working with the portfolio. Ja, also was habe ich in meinem Lessonplan sozusagen mir vorgenommen? Ich habe als Thema in das Lehreprojekt die Menschenrechtsbildung mitgebracht und habe mir dazu ein Portfolio überlegt. Also mein Lessonplan ist eigentlich viel eher eine Projektarbeit geworden, die sich über mehrere Unterrichtseinheiten erstrecken kann. Warum habe ich das Thema Menschenrechte gewählt? Ich habe aus eigener persönlicher Unterrichtserfahrung gemerkt, dass das Thema also es ein sehr großes Thema ist, dass die Begrifflichkeiten oft sehr groß sind, die verwendet werden in der Deklaration der Menschenrechte und diese Themen eine gewisse Schwere mit sich bringen. Und ich dachte mir, das ist prädestiniert dazu, ein sprachenfreundliches Paket zu erstellen, wo eben die Menschenrechte auf eine sprachenfreundliche Ebene reduziert werden oder eben erarbeitet werden. Was ich mir zentral vorgenommen habe, aber was die zentralen Elemente sind also die Verringerung des sprachlichen Anspruchsniveaus,
vor allem durch multimediale Unterrichtsangebote. Das ist so der Kern meines sprachenfreundlichen Zugangs, den ich für dieses Sprachenportfolio, Menschenrechtsportfolio mitgenommen habe. Ja, was sind die Ziele, die ich mir damit gesteckt habe oder die ich im Hinterkopf hatte bei der Erstellung dieses Starter-Pakets? Grundsätzlich geht es mir darum, die Artikel der Menschenrechte so weit zu bearbeiten, dass ein grundlegendes und vereinfachtes Verständnis für diese oft sehr komplexen Formulierungen und Begrifflichkeiten zustande kommt, durch das Angebot von multimodalen Unterrichtsgelegenheiten. Das heißt, diese Begrifflichkeiten, die wir in den Artikeln der Menschenrechte finden, werden auf unterschiedlichste Art und Weise, sei es digital, sei es in Einzelarbeit, sei es bildgestützt, sei es durch Scaffolding, sei es in Gruppenarbeiten, auf unterschiedliche Art und Weise bearbeitet, um eben zu dem Ziel zu kommen, ein grundlegendes und vereinfachtes Verständnis über diese Inhalte zu haben. Was ich auch immer im Hinterkopf hatte und warum ich, glaube ich, auf dieses Thema gekommen bin, dass ich es in einem Lehrprojekt gerne bearbeiten möchte, war, dass ich eben durch die Vielsprachigkeit, die sich in diesem Portfolio finden lässt und auch den aktiven Einsatz der Erstsprachen, die die Schülerinnen mitbringen, diesen Ausdruck der Universalität dieses Themas gerne bearbeiten möchte. Das heißt, auch dieses Sprachenrecht als Oberthema zu definieren und zu sagen, Sprachenrechte sind Menschenrechte und das sozusagen auf dieser Metaebene der Universalität dieser Menschenrechte auch nochmal mit in diesen Lessonplan reinzubringen. Wie sieht das aus? Wie gesagt, es ist ein Portfolio, das heißt, es ist ein Arbeitspaket, das Kinder in analoger Form bearbeiten können, aber auch in digitaler Form, je nachdem, welche Möglichkeiten man im Unterricht hat. Und ich würde sagen, ich zeige kurz ein paar Ausschnitte, wie ich das aufgebaut habe. Das Portfolio an sich ist, ich habe versucht, es auch so sprachenfreundlich wie möglich zu gestalten. Das heißt, wenig Text, wenn dann sehr reduziert in der Formulierung, sehr einfache Formulierungen und ganz viele Bildinputs. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Icons, die gleich darauf Hinweis geben, welche Übung haben wir vor uns liegen, wo ist der Schwerpunkt, digitaler Schwerpunkt, kommunikative Schwerpunkt, der kreative Schwerpunkt, um nur ein paar zu nennen. Ebenfalls finden wir im Portfolio Color Coding, das heißt, grüne Texte sind eher Infotexte, einleitende Texte, während gelbe Texte eher schon auf auf den Arbeitsinput hinweisen. Hier wäre zum Beispiel das Assessment oder das Brainstorming ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie habe ich das sprachenfreundlich versucht aufzuarbeiten. Grundsätzlich habe ich auch versucht, immer digitale Inputs zu geben. Wir sehen hier am Ende dieses ersten Beispiels den Verweis auf einen QR-Code. Das heißt, die Schülerinnen können immer auch einen digitalen Link folgen, um Inspiration zu sammeln, um das Thema sozusagen auf individueller Ebene noch zu vertiefen. Hier ist es ein einfaches Assessment, Brainstorming, wo grundsätzlich mal eruiert werden soll, was ist an Information vorhanden, mit welchen Begrifflichkeiten arbeiten Kinder, bevor es einen thematischen Input gab. Das kann gleich zu Beginn auf Deutsch passieren oder eben auch in der Fremdsprache. Das heißt, hier zum Beispiel, wenn dieser QR-Code verfolgt wird, kommt man zu den einzelnen Menschenrechtserklärungen in einfacher Sprache, aber in den unterschiedlichen Erstsprachen. Das heißt, wir versuchen hier sofort von Anfang an die Erstsprachen einzubinden, auch schon beim Assessment und zu schauen, welche Begrifflichkeiten sind denn überhaupt vorhanden. Das grundlegende Element, was ich hier versuche zu verfolgen, um diese Verringerung des Sprachenanspruchs eben auch greifbar zu machen, ist das Arbeiten mit Keywords. Das heißt, die einzelnen Artikel werden von den Kindern untersucht und analysiert auf Stichworte. Und mit diesen Stichworten werden wir dann im Verlauf des Portfolios arbeiten und die Stichworte natürlich dann auch in unterschiedlichen Sprachen bearbeiten, um wieder auf diese Universalität dieser Begrifflichkeiten zurückzukommen. Hier auch wieder dann, wenn die Keywords gefunden wurden, immer die Möglichkeit bieten,
in der Erstsprache diese zu übersetzen, Glossare zu bearbeiten. Wenn dieser essentielle Teil, dieses Schlüsselwort finden, erledigt ist sozusagen, kommen wir dann ins Arbeiten mit unterschiedlichen Übungen. Die Lehrperson hat hier dann die Möglichkeit auszusuchen, auf welcher Ebene sie arbeiten möchte. Um eine universelle Sprache sozusagen zu finden für all diese Keywords, hätte ich angedacht, eine Bildsprache in Form von Piktogrammen zu erarbeiten, wo die Schlüsselwörter, die gefunden worden sind und besprochen worden sind, mit Piktogrammen oder Symbolen bearbeitet wird. Das heißt auch nochmal hier eine Reduktion sozusagen des sprachlichen Anspruchs, aber gleichzeitig auch ein Kreieren von einer Universalsprache anhand von Symbolen oder Piktogrammen. Je nachdem, also das kann dann individuell passieren. Um das Ganze zusammenzufügen, also mir geht es darum, auch wirklich immer dieses universelle Gültigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, können sich dann hier zum Beispiel Sprachexpertengruppen finden, die unterschiedliche Begrifflichkeiten in ihrer Erstsprache darstellen in Form von Wandplakaten, um das auch in der Klasse sichtbar zu machen, diesen Sprachenreichtum, aber eben auch wieder dieses Darstellen der Universalität anhand dieser speziellen Begrifflichkeiten. Grundsätzlich habe ich dann noch unterschiedliche Ebenen eingearbeitet, um das Wissen zu intensivieren. Man muss die als Lehrperson nicht wählen. Es ist aber eine Möglichkeit, sozusagen noch tiefergehend zu arbeiten und zu schauen, hier beispielsweise die Menschenrechte im Alltag. Welches Menschenrecht, welches Stichwort habe ich heute sozusagen schon in meinem Alltag nachvollziehen können? Ich habe hier mit Scaffolding gearbeitet, das heißt, die Kinder haben dann hoffentlich schon immer einen gewissen Input, den sie verfolgen können in der Formulierung ihrer Antworten, immer im Rückgriff auf die Stichworte, die schon ausgearbeitet wurden. Und ich gehe hier kurz weiter, um auch noch zu zeigen, Scaffolding in Form von Bildinput. Ich habe hier von Amnesty International ein schönes Wimmelbild eingebaut, wo auch dann diese Begrifflichkeiten kontextualisiert werden sollen anhand von diesen Beobachtungen, die die Kinder von diesem Bild nehmen können. Das heißt auch in weiterer Folge versuchen, wo erkenne ich die Menschenrechte, welche Begrifflichkeiten verbinde ich mit den Bildern, die ich sehe, und das sozusagen dann auch in einen kommunikativen Prozess einzubauen. Ich sehe, was du nicht siehst, ist die Überschrift dieser Aktivität, um eben auf eine spielerische Art und Weise auch die Menschenrechte versuchen zu erkennen oder die Begrifflichkeiten zu erkennen, die wir ausgearbeitet haben. Ein Abschlussprojekt, das ich mir daraus sozusagen aus diesem ganzen Input, den wir gesammelt haben, überlegt habe, ist eine Declaration of a Human Classroom, eine Erklärung einer menschenwürdigen Klasse, um sämtliche Begrifflichkeiten und Aspekte, die man eben im Laufe dieses Portfolios erarbeitet hat, nochmal auf ein gruppenbezogenes Projekt sozusagen zu bringen. Das kann zum Beispiel passieren in Sprachexpertinnengruppen. SchülerInnen mit einer bestimmten Erstsprache kommen zusammen und versuchen mit den Keywords eine kurze Erklärung eines menschenwürdigen Klassenraums zu formulieren. Das kann eben in Sprachexpertinnengruppen passieren. Das wäre sozusagen das große Abschlussprojekt dieses ganzen Portfolios, das mit den Wordwalls, mit den unterschiedlichen Logos, die entworfen sind, dann auch schön visualisiert in der Klasse aufgehängt werden kann. Das ist sozusagen der Inhalt des Portfolios, das ich mir überlegt habe. Eine Frage, hast du das auch schon mal ausprobiert, erstens? Und zweitens, im Lehreprojekt hat uns immer auch sehr interessiert, welche digitalen Tools verwendet hast oder vielleicht, was du vielleicht da auch dazu gelernt hast. Ja, also persönlich ausprobiert habe ich es teilweise, ja. Also ich habe mit meinen SchülerInnen im Geschichtsunterricht über die Menschenrechte gesprochen. Und wir sind so vorgegangen, dass wir uns bestimmte Artikel genommen haben und die Stichwörter herausgearbeitet haben. SchülerInnen hatten dann die Möglichkeit, ebenso eine Form von Glossar zu erstellen und in ihrer Erstsprache zu arbeiten. In weiterer Folge haben wir dann auch diesen Bildinput reingebracht,
durch das Erstellen eines grafischen Symbols oder Icons und haben das dann in einem Logo zusammengetragen. Wir haben uns die Menschenrechtshand, dieses Logo hergenommen und haben das dann zusammengefügt. Und die SchülerInnen hatten die Möglichkeit, eben all diese Inputs in dieser Hand sozusagen festzuhalten. Es war eine merkbare Motivationssteigerung zu erkennen. Also dieses Erstellen der Icons war total fesselnd für die Kinder und das Reinbringen ihrer eigenen Erstsprache in einen visuellen Output hat sehr gut funktioniert. Jedoch muss ich schon sagen, bei manchen Artikeln war es vielleicht schon gut, dass wir das im Plenum besprochen haben, um diese Keywords gemeinsam auch herauszuarbeiten. Also ich denke, je nach Altersstufe muss man da vermutlich schauen, braucht es da noch einen Input von der Lehrkraft oder kann man da schon die Kinder alleine arbeiten lassen. In meinem Portfolio habe ich versucht, die Artikel generell nochmal einfacher zu formulieren. Dementsprechend wäre das sicher eine gute Grundlage, um Kinder auch schon alleine arbeiten zu lassen. Schön war es auch zu beobachten, dass wirklich auch ein Austausch dann stattgefunden hat bei bestimmten Begrifflichkeiten. Ich nehme jetzt das Beispiel den Begriff Freiheit, wo Kinder dann interessiert miteinander gesprochen haben. Wie heißt das in deiner Sprache? Was haben wir irgendwo Ähnlichkeiten? Das war sehr schön zu beobachten. Hier noch ein Beispiel, so hat das dann ausgesehen. Wir haben die einzelnen Wände dann auch zusammengeklebt, sozusagen wieder, um diese ganzheitliche Ebene reinzuarbeiten. Und man sieht hier ganz schön, wie mit den Icons und den unterschiedlichen Sprachen gearbeitet wurde. Digitale Tools habe ich selbst verwendet zur Gestaltung des Portfolios, Canva. Das Tool Canva, glaube ich, ist auch kann sehr hilfreich sein, wenn man zum Beispiel diese Graffiti-Wände gestaltet. Canva ist ein Gratis-Programm, muss man sich nur einen Login zulegen und dann kann man eigentlich ziemlich viele Tools verwenden. Zum Brainstorming verwende ich sehr oft Miro oder Mentimeter, das heißt, um Wordclouds zu erstellen oder eben Mindmaps zu erstellen, die man dann auch speichern kann und später wieder verwenden kann. Creative Commons Flat Icons, die Homepage Flat Icons, ist auch gratis verwendbar und war sehr hilfreich auch für die Kinder, um Inputs zu holen für die Erstellung der Symbole. Und was ich vorhin übersprungen habe, aber im Rahmen des Digital Storytellings habe ich The Fair vom Europäischen Rat eingebaut, was ein super Tool ist, um das Wissen zu vertiefen. Da wird man sozusagen auf digitalem Storytelling-Wege durch die einzelnen Menschenrechtsartikel durchgeleitet und kann auch, glaube ich, eine sehr schöne Ergänzung sein zum analogen Arbeitspapier. Großartig, vielen, vielen Dank. Sehr spannend. Ich denke, da wird es auch einige Fragen geben, dann auch aus dem Publikum. Vielen Dank, Vera Sophie. Sehr gerne.